Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ten-Tipi Onyx, Zirkon und Saphir? Der Stefan und ich, wir haben hier diese 3 Modelle mal in der Variante Baumwoll-Polyester-Mischgewebe aufgebaut, und zwar in der Größe 7. Hier auf der rechten Seite das Onyx 7 BP, hier hinter mir das Zirkon 7 BP und hier auf der linken Seite das Saphir 7 BP. BP steht für Baumwoll-Polyester und in der englischen heißt es CP, das heißt, ihr begegnet manchmal beidem, und CP steht für Cotton Polyester, also meint im Grunde das Gleiche. Wir schauen uns zunächst mal das Onyx an und schauen uns die Grundfeatures an vom Tipi überhaupt. Vorab noch die Info, es gibt von Ten-Tipi gibt es 4erlei Größen, die Größe 5, die Größe 7, die Größe 9 und die Größe 15. Und die Größen 5 bis 9 gibt es von jeder Variante, Onyx, Zirkon und Saphir. Es gibt auch noch von jedem Modelltyp gibt es die Variante in Light. Das bedeutet, es ist dann ein Polyester-Zeltstoff, wie man es kennt von klassischen Zelten her. Das soll heute aber nicht das Thema sein, sondern einfach die Grundunterschiede zwischen diesen 3 Qualitätsmerkmalen. So, also hinter mir seht ihr jetzt das Onyx Größe 7 und wir starten mit dem Hauptmerkmal. Das ist auf jeden Fall der Stoff. Dieser Stoff, den nennt Ten-Tipi Cotpol Max. Cotpol Max steht für Cotton Polyester und ist ein Mischgewebe mit einem Stoffgewicht von 275 Gramm pro Quadratmeter. Wie ihr sehen könnt, geht das Zeltgewebe von oben bis ganz nach unten und geht über in diesen Stofflappen, den man wahlweise nach außen oder nach innen legen kann. Wozu das gut ist, erkläre ich euch in einem anderen FAQ-Video. Ein weiteres Merkmal seht ihr hier oben. Das ist die Hutze oder die Belüftungskappe. Und wie man die öffnen kann, das zeige ich euch jetzt von drinnen. So, ich bin jetzt im Onyx 7 drin und habe mir den Stefan mit dazu geholt. Und der Stefan zeigt euch jetzt, wie man diese Hutze da oben öffnet. Zunächst mal seht ihr hier diese 2 Schnüre, die nach oben laufen zu dieser Belüftungskappe. Und die wird der Stefan jetzt mal öffnen. Und diesen Schieber nachschieben, um das fest zu klemmen. So sieht das Ganze aus. Wenn der Stefan nun also den Schieber wieder löst, okay, dann schließt sich diese Hutze wieder. Das Ganze ist von außen mit einem Gummizug so befestigt, dass es die Hutze automatisch nach unten zieht. Ten-Tipi hat sich das patentieren lassen und nennt es Tent-In-Vent-System. So, ihr habt jetzt schön gesehen, wie die Lüftung funktioniert. Das heißt, man muss das Zelt nicht verlassen, kann schön von innen die Lüftungskappe regulieren. Durch die 2 Flügel, sage ich jetzt mal, hat man die Möglichkeit, auch nur die wetterabgewandte Seite zu öffnen, so dass man da ein bisschen von Schrägregen verschont bleibt. Das Hauptmerkmal ist aber natürlich, und dafür steht Ten-Tipi ja, dass ich ein offenes Feuer im Zelt machen kann. Dafür braucht es aber ein ordentliches
Zuluftsystem, das heißt, ich brauche einen Kamineffekt, damit es den Rauch auch nach oben rauszieht. Und das habe ich hier wunderbar gegeben, indem ich den Eingang hier öffne. Zuluft strömt ein und kann nach oben austreten. Jetzt will ich aber vielleicht nicht dauerhaft den Eingang zulassen. Auch dafür gibt es Abhilfe. Tentipi hat hier einen zweiten Reißverschluss eingenäht. Und zwar direkt neben dem Hauptreißverschluss. Das ist keine weitere Tür, sondern dahinter verbirgt sich ein eingenähtes Meshgewebe, was zum einen als Mückenschutz dient und zum anderen eben diese Zuluft gewährleistet, ohne dass ich den Haupteingang offen lassen muss. Das ist so ein kleiner Schutz auch gegen Regen. Die Regentropfen verfangen sich in diesem ja, doch kleinem Raster und tropft dann nicht dauerhaft durch. Irgendwann, klar, geht es auch bei strömendem Regen durch, aber deswegen kommen wir natürlich auch zur nächsten Stufe, zur nächsten Qualitätsstufe, dem Zirkon. Hinter mir steht das Zirkon 7 und ihr seht schon, sieht deutlich anders aus, sind teilweise Farben mit drin, man sieht viel Grün. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch jetzt. Fangen wir wieder mit dem Stoff an. Ihr seht, dieser Stoff geht nicht bis ganz nach unten, sondern da ist noch ein Schmutzstreifen angenäht. Das ist ein reines Polyestergewebe, was extrem wasserabweisend ist, also nicht nur wasserabweisend, sondern wasserdicht. Der Stoff, der direkt im Dreck liegt, der lässt sich ganz leicht wieder abwaschen und zieht nicht ins Gewebe ein, so wie es beim Onyx der Fall ist, leider. Das heißt, Onyx sieht dann doch irgendwann mal schmuddelig aus, zumindest unten am Rand, wenn es mal Matschepampe ist. Und das lässt sich beim Zirkon ganz schön und einfach wiederherstellen. Auch seht ihr, dass die Hutze anders aussieht. Und zwar ist obendrauf noch eine kleine Kappe und darunter eine etwas größere wie beim Onyx. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch auch von innen. Nun zeige ich euch zunächst, was es mit dieser kleinen Lüftungskappe auf sich hat. Dazu ziehe ich die beiden unteren Schnüre. So, und ihr seht, das ist tatsächlich auch ein kleines Käppchen, ein bisschen größer wie die Onyx-Kappe. Und eingenäht ist auch hier ein Mückennetz. Ich lasse es wieder ab. Auch hier Gummizug von außen. Und jetzt zeige ich euch, was es mit der großen Kappe auf sich hat. Das sind die 4 oberen Zugschnüre. So, ihr seht, wunderbar, freier Himmel. Ich könnte sogar im Schlaf hier mir die Sterne anschauen und ich merke einen wunderbaren Luftzug. Der ist doch nochmal deutlich spürbarer wie beim Onyx. Ein weiterer Unterschied zu Onyx ist die Tatsache, dass es gegenüber vom Eingang eine Belüftungsöffnung gibt. Diese Belüftungsöffnung kann ich zusätzlich oder alternativ zum geöffneten Eingang verwenden. Und das setzt voraus, dass ich von außen die Zuluftöffnung auch frei gemacht habe. So, jetzt stehe ich also vor dem
Saphir, dem Flaggschiff von Ten-Tepi, auch hier Größe 7. Auch hier seht ihr einen Auslass für ein Ofenrohr, ihr seht eine Belüftungskappe und eine kleine Hutze oben drauf, die Gummizugseile außen, ihr seht einen Schmutzstreifen unten. Hier kleiner Farbunterschied, das ist mehr so ein Olivgrün und beim Zirkon ist es mehr so ein Mintgrün. Hier wurde ein besseres, dichteres Material und festeres Material benutzt wie bei Zirkon, auch abwaschbar. Und ihr seht einen leichten Farbunterschied von dem Hauptzeltstoff. Ten-Tepi hat hier einen anderen Stoff verwendet wie bei Onyx und Zirkon, nämlich das Cod-Polmex Pro. Das Cod-Polmex Pro hat ein Stoffgewicht von 285 Gramm pro Meter. Das macht es dadurch also stabiler, es ist dichter gewoben, es ist nahezu durchstichfest und ist für die Extreme gemacht. Das heißt, ich kann das im Winter benutzen, ich kann das in der Antarktis, ich kann das in der Wüste benutzen, ich kann ordentlich Feuer da drin machen. Es ist einfach für Dauerbenutzung ausgelegt. Wenn ich möchte, kann ich es auch 365 Tage im Jahr draußen stehen lassen. Es ist UV-stabiler, noch mal mehr wie Onyx und Zirkon. Dadurch behält es auch die Farbe. Zirkon und Onyx bleichen so ein bisschen aus. Das ist ganz normal, ändert nichts an der Dichtigkeit, aber einfach die Farbe wird blasser. Das bleibt beim Saphir nahezu unverändert. Ein weiteres Hauptmerkmal sind statt einer Zuluftöffnung auf der gegenüberliegenden Seite vom Eingang, wie bei Zirkon, sind es hier 3 Zuluftöffnungen. Eines gegenüber des Eingangs und dann rechts und links nochmal. Das heißt, ich habe bei geschlossenem Zelt eine größere Belüftungsmöglichkeit. Das macht es besonders im Winter, wenn ich ein offenes Feuer drin verwende, angenehmer und vor allem bei Schlechtwetterbedingungen. Stellt sich also nun die Frage, was ist für mich das richtige Zelt? Ist es Onyx, Zirkon oder Saphir? Dazu muss ich mir die Frage beantworten, wofür brauche ich es genau? Bin ich also ein Standard-Camper, der zweimal im Jahr einen Campingplatzurlaub macht? Dann kann ich getrost zu Onyx oder Zirkon greifen. Zirkon dann, wenn ich auch mit Feuer drin arbeiten möchte oder mit einem Ofen, und das ist einfach, ja, das ist der Mehrwert, den ich mir mit Ten-Tepi dazu hole. Und ich selber kann es mir nicht ohne vorstellen. Und daher war mein persönliches erstes Modell war das Zirkon 7 als 4-köpfige Familie damals, mittlerweile 5-köpfig. Und wir haben das sehr lange, sehr viel Freude damit gehabt und waren 3 Jahreszeiten damit unterwegs. Frühjahr und Herbst mit der Zuhilfenahme von Ofen oder offenem Feuer. Und im Sommer, da kann man natürlich darauf verzichten, je nachdem, wo man sich befindet. Aber das hat für uns als Familie einen riesigen Mehrwert gehabt. Und dieses Abenteuergefühl, was ich mir damit auch erkaufe, das ist fast unbezahlbar. Mit der Zeit wurden die Unternehmungen deutlich extremer. Wir sind also mittlerweile im Winter unterwegs, auch im hohen Norden, auch mit den Kindern, auch mal mit dem Lastschlitten. Und da kann ich mir ein Zirkon weniger vorstellen. Ich mag die Robustheit vom Saphir, ich mag diese 3 Zuluftöffnungen, die es mir erlauben, da auch ein offenes Feuer drin zu betreiben, ohne dass ich mir jetzt darüber Gedanken machen muss, ob es genug Zuluft stattfindet, um den Kamineffekt zu haben. Da brauche ich mir mit Saphir keine Gedanken machen. Sollte der Fall eintreten, wieder erwarten, dass ich das mal verkaufen möchte, dann ist Saphir auf dem Gebrauchtmarkt ein sehr, sehr gefragtes Zelt und man bekommt einen hohen Wiederverkaufswert
für das Saphir. Da kenne ich keinen anderen Zelttyp, der das kann. Wenn ich aber als Familie oder als normaler Camper spätes Frühjahr bis früher Herbst unterwegs bin, in mitteleuropäischen Gefilden, auf Campingplätzen, möchte aber auf das Feuer oder den Ofen nicht verzichten, dann kann ich sehr ruhigen Gewissens zum Zircon greifen. Da habe ich ein absolut hochwertiges Zelt, was seinesgleichen sucht. Wenn ich auf diese ganzen Feuerfeatures verzichten will und brauche ein gutes Zeltlagerzelt zum Beispiel, dann reicht Onyx dicke aus. Das ist so mein persönliches Fazit und jetzt einfach diese Erfahrung, die ich mit allen 3 Zelttypen gemacht habe. Und heute ist ganz klar Saphir meine Prio 1, aber einfach geschuldet dessen, wie wir auch als Familie unterwegs sind. Die Kinder lieben es, am Feuer zu sein, einen Ofen zu haben, im Winter bei Minusgraden draußen drin im warmen Zelt zu sitzen. Und das ist auch für uns als Familie ein ganz, ganz großer Mehrwert. So viel hierzu. Vielleicht hilft es dir bei der Entscheidungsfindung. Schau doch einfach bei uns im Shop nach. Da findest du alle 3 Modelle und würde mich freuen, wenn du einen Kommentar dazu hinterlässt hier. Wahrscheinlich habe ich ein paar Sachen vergessen. Da bin ich jetzt offen für Diskussion. Also, wir sehen uns spätestens bei der nächsten Tentipi FAQ-Runde. Benny von Öventura.